vor lauter Freude. Schön ist das, schön. Guten Morgen, liebe Leute. Leider macht wie so oft die Technik nicht mit, deshalb diese etwas seltsame Begrüßung, sorry. Eigentlich wollte ich diese Piste nach Vignalella hochfahren, stehe nun aber vor einem verschlossenen Tor. Ich fahre nun die wunderschöne Passstraße zurück zur Bocca di Suara. Dort habe ich einen Abzweiger gesehen, der sehr interessant aussah. Let it go. Let it go. You don't stand a chance. I'm the real romance. Let's dance. Oh, to the side, come on, step away. You can call me out when you're gone. It's me, no one else but me. Get the hint. You're out. To the side, come on, step away. You can call me out. No one else but me. You can call me out. To the side, come on, no one else but me. Get the hint. You're out. To the side, come on, step away. You can call me out. When you're gone, it's me, no one else but me. Get the hint. You're out. To the side, come on, step away. You can call me out. Hier zweigt nun diese Piste ab Richtung Giunchetto. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sechs Kilometer nach Radici, zur D59 habe ich mir rausgesucht. Ich hoffe, dass ich hier keine versperrten Tore anfinde, dass das alles legal und fahrbar ist. Schauen wir mal, was da kommt.
Und schon geht's auf den nächsten Abschnitt. Hier noch Asphalt, aber ich glaube, das ist dann schnell mal was anderes. Geschafft. Teilstück Nummer 3. Jetzt gibt es noch eines, so wenn ich das in Erinnerung habe. Liebe Leute, guten Tag. Ist schon weit über Mittag. Bin gestern ja vom Propriano nach Bonifacio gefahren. War um 2 in Bonifacio, aber da sagte man mir, keine Fähre heute nach Sardinien. Zu viel Wind, zu viel Wellen. Bin dann heute früh wieder am Hafen gewesen. Da sagte man mir, alle Fähren ausgebucht. Erst gegen Abend 19 Uhr habe ich eine Fähre jetzt reserviert bekommen und mache nochmal eine Runde da durch die Berge. Jetzt habe ich da eine Schlaufe gedreht und gehe nochmal auf den Col Saint-Eustache. Der Canyon hier ist einfach atemberaubend. Da kann man irgendwo auch runtersteigen. Das ist echt eine Ecke, die gefällt mir wunderbar. Das ist bis jetzt hier eine asphaltierte Straße vom Propriano wieder. Geht da hoch, Martini. Da unten, da sieht man Propriano, die Bucht vom Propriano. Hübscher kleiner Ort. Hier nochmal ein Ausblick hier auf den Canyon, hoffe ich doch. So, das müsste der Abzweiger sein zum Col de Saint-Eustache. Valle Male, genau. Manche der Z-Fahrer mögen mich ja als ein Weichei sehen, aber ich
muss sagen, solche Sachen machen mir Spaß. Zelt ist für mich ein Krampf. Ich sehe das nicht als sportliche Herausforderung, sondern ich liebe halt, wenn es unbefestigt ist. Und das muss nicht hier krasse Resto-Geil. Wenn es ein bisschen schüttelt und rüttelt, dann ist das schon okay für mich. Mal ein kleiner Drift da und dort, ja, aber naja, sonst braucht da nicht mehr. Hier stimmt dann auch die Landschaft hier. Also an diesem Berg oben, da gäbe es noch andere Pisten, da könnte man noch weiter hochsteigen. Ich mag jetzt keine Herausforderungen heute. Ich möchte ja sicher dann auch die Fähre erreichen heute Abend. Da nichts herausfordern. Oh, ziemlich weich hier, deshalb war da auch so eine Rinne. Da hatte mich ein paar Leute um einen Vergleich zwischen der Moto Guzzi V85 TT und der Aprilia Touareg gebeten. Ja, der größte Unterschied, also jetzt nebst mal dem Gewicht, ist sicher 21 Zoll Vorderrad und der Federweg. Und da bügelt die Aprilia echt ziemlich vieles, ziemlich geil weg. Ach, schön ist das, schön. Vor lauter Freude. Ach, schon die Passhöhe in Sicht. So, ich klettere jetzt im zweiten Gang. Klettern, es ist ja nicht steil, aber ich fahre zum zweiten Gang hier hoch bei der 30 km/h. Da habe ich dann 2500 Umdrehungen. Macht die also schön in Drehzahlkeller, die Aprilia. Ohne zu ruckeln, also da ruckelt also nichts. Bei dem Licht ist es echt schwierig, die Gräben zu sehen. Sieht das aus hier von oben, noch nicht ganz Passhöhe, aber wunderschön. Für mich jetzt das Highlight, absolutes Highlight auf Korsika. Und ich bin alleine schon das letzte Mal, ist auch nicht schlecht. Col de Saint-Eustache. Ja, liebe Leute, das war's aus Korsika. Ich zeige euch noch mal kurz, wo ich hier stehen geblieben bin. Ein paar Kilometer vor Bonifacio. Ist schon echt eine hübsche Küste. Ein schöner Fleck. Ja, das Hinterland von Propriano, da hoch zum Col Saint-Eustache. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine hübsche, sehr, sehr schöne Schlucht da. Da sind ja noch
auch noch ein paar Pisten, die man, denke ich, fahren kann. Da werde ich, wenn ich mal wiederkomme, noch mal was ausprobieren auch. Da zwischen Porto Vecchio hoch nach Olen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Da werde ich vielleicht mal nächstes Mal noch mal ausprobieren. Mal Motorrad ein bisschen pimpen mit besseren Reifen. War auch so eine Geschichte in Social Media. Das soll es für den Moment gewesen sein. Beim nächsten Mal werde ich mich höchstwahrscheinlich aus Sardinien melden, wenn ich denn da in Bonifacio auf die Fähre komme. Das sind noch 10 Kilometer. Und ja, soweit dann. Tschüss.